Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zu Enjoy Magic Review. Heute haben wir von Magic Shop den Flash Deck Switch von Shin Lim. Genau. Und das nächste Produkt, Achtung Spoilerwarnung, auch ein Deck Switch. Es geht heute um das Thema Deck Switches. Ja, genau. Andy, beschreib doch kurz mal den Flash Deck Switch, schon älter von Shin Lim, ist die Möglichkeit, ein Deck gegen ein anderes auszutauschen in einer Performance-Situation. Ja. Wer hätte das gedacht in einer Deck Switch-Folge? Was? Ist es. Also basically, that's it. Ja. Aber die Sache ist die, wir werden gleich mal Enttäuschung für alle nichts davon zeigen, wieder das noch das zweite Produkt, weil das Flashen ist schon im Namen drin. Es ist ein bisschen sehr kameraanfällig. Ich behaupte jetzt einfach mal, man kann beide auch für die Kamera machen, ohne dass man es sieht. Aber ja, ich schaue doch den Trailer an, aber der ist auch schon Shin Lim Trailer halt. Ja, genau. Die Sache ist das Gimmick, was ihr hier bekommt. Ihr bekommt bei beiden das Gimmick schon mal direkt vorbereitet. Das Gimmick hier ist nicht so robust wie das andere. Es ist ein Kartenbox-Gimmick, was auch aus einer Kartenbox besteht. Ja. Ohne jetzt zu viel herzugeben. Ihr kriegt Sachen dazu zum Reparieren. Auch wichtig, euch zuerst das Video anzugucken, weil den Fehler habe ich gemacht, das ist mir am Anfang gerissen. Ich sage jetzt nicht, was gerissen ist, ja, genau. Man konnte es auf jeden Fall reparieren. Du hast es in deiner Show schon mal verwendet, richtig? Ja, ich habe es schon verwendet. Ich habe es mir dann selber gebaut, weil wir haben ein rotes und ich habe ein blaues gebaut und man kann es umbauen. Ich habe es komplett selber gebaut, man kann es auch nachbauen. Und wichtig zu wissen, es ist keine vollkommen geschlossene Box. Das Gimmick. Es ist nicht, das ist eine andere Box hier. Es ist keine komplette Box, die ihr nennen könnt. Es muss immer so liegen. Ja. Und ihr könnt es nehmen, in die Tasche stecken, raus und so, aber es muss so liegen und es darf kein Zuschauer hinstoßen, hinlangen, sonst fliegt es auf. Und dann, der Switch an sich funktioniert super. In einem Offbeat-Moment habe ich den gemacht. Ich habe das gemacht um Tiny Plunger, das haben wir auch schon reviewed. Am Ende den Plunger den Leuten gegeben und wenn die den Plunger angucken, habe ich das Deck geswitcht gegen ein Deck, wo alle Karten zusammengeklebt waren und dann halt die Leute probieren lassen, dann ist das nochmal so ein Kicker am Ende und wenn die Aufmerksamkeit nicht drauf liegt, dann ist es ganz gut machbar, unheimlich schwer, wenn ihr mich fragt, ist es zu machen, wenn die Aufmerksamkeit dran liegt. Wenn die Leute wirklich auf euch fokussiert gucken, ist es auch möglich, den Switch zu machen, dann müsst ihr aber sehr viel für üben und er muss sehr sauber sein, dass es funktioniert. Im Offbeat ist es machbar, im Ding sehr schwer. Das ist so der Punkt, ja. Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Bedenken aufgrund der Robustheit des Gimmicks. Das macht mir auch so ein bisschen Sorgen und ihr müsst das Deck halt eben, ihr könnt das nicht einfach anheben, ihr braucht einen Tisch, um es damit, weil ihr es hinlegen müsst oder ihr müsst es aus eurer Tasche rausholen, was ich dann schon wieder auffällig finde. Es ist leider für mich, es ist Shin Lim, aber der Effekt spiegelt auch Shin Lim wider. Ihr braucht sehr Fingerfertigkeit, damit es auch richtig schön flüssig funktioniert. Und jetzt kommt es feinfühlig. Ich weiß nicht, wie ihr performt, aber ich denke, wir beide performen nicht so feinfühlig, sondern eher so, pass auf, ich zeige, also jetzt übertrieben gespielt, aber halt so, und wenn du dazu neigst, so dieses, pass auf, ich zeige euch einen Kartentrick und alle eure Karten gut greift und so, dann ist mit dem sehr schwer zu arbeiten, weil wenn ihr das bei dem macht, dann macht es aber Wumpf und alles fliegt auseinander, das kann euch passieren. Es ist halt für diese Shin Lims, die so hier und dann, also diese Art von Performen irgendwie auch in der Situation haben und wenn ihr so ganz leichthändig, möchte ich jetzt fast sagen, performt, dann passt das gut zu euch. Ja, gut, in der Close-Up-Show von dir hat es ja auch funktioniert. Ja, also da hat es funktioniert, aber eben im Offbeat-Moment, wo ich habe es auch dicker gebaut, das Gimmick, dass ich es verwenden kann, dass es halt ein bisschen robuster ist, muss es für meine Zwecke sein. Und es gehört definitiv in eine Close-Up-Show. Ich finde es im Table-Hopping zu riskant. Ich würde das nicht auf einen Table-Hopping-Tisch legen. Da ist die Gefahr, dass jemand an die Tischdecke zieht oder euch hinstoßt, ein Glas dahin kommt, dann Zug. Genau, aber ansonsten ist es ein solides Gimmick, das sind die Punkte. Das ist eben nicht solide. Es ist eigentlich nicht solide, nee. Genau, wir kommen einfach mal zur Bewertung. Ich gebe ihm 6 Punkte, wenn ihr die Gründe habt ihr jetzt gehört. Ich muss auch sagen, ich habe den perfekten Deck-Switch für mich noch nicht gefunden und ich warte eigentlich auch noch drauf. Das Einzige, was ich dann immer introduce, ist das Omnideck, das kennt ihr. Da bin ich halt eben auch sehr dreist in der Hinsicht, aber das ist jetzt leider nicht der Deck-Switch, den ich bisher für mich gefunden habe. Dann die Routinen, die dabei sind auch nicht so krass. Es sind Shin Lim-Routinen, nicht keine Worker-Routinen. Shin Lim ist kein Table-Hopping-Künstler. Also routinentechnisch ist auch nicht wirklich viel dabei, das habe ich mir dann selber überlegt, beziehungsweise ist eingesetzt.
Wir reden dann vielleicht im Vergleich noch beim nächsten Produkt drüber. Von mir gibt es 4 Punkte nur, weil es hat für mich definitiv Fehler. Es ist zu leicht, es ist anfällig für vieles, was wir vorhin drauf eingegangen sind. Deswegen bleibt es bei 4 Punkten. Ja, und das war's mit Flash Deck Switch. Und hier sind wir wieder zur Mitte der Review. Andi? Ja, kleine Info am Rande, wir verlinken euch unten und oder Infocard, die Magic Masterclass. Und zwar im August sind wir, guck mal kurz in den Kalender rein, wann es genau ist, sind wir in Kaufbeuern und haben ein zweitägiges Event, was wir schon mal gemacht haben mit auch Magic-Membern aus unserer Gruppe. Und das war sehr cool. Wir werden da zusammen auftreten. Das ist eine Lecture, machen wir, eine Live-Lecture über ein Thema und einfach ganz viel Brainstormen ist am Tag. Schaut euch einfach vom 2. bis zum 4. August. Genau, wenn ihr da Bock drauf habt, alle Infos packen wir euch den Link unten rein auf unserer Website. Würden wir uns freuen, wenn sich noch der eine oder andere anmelden würde. Ist immer eine geile Runde, macht sehr viel Spaß. Genau, und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Produkt. Wusch. Als nächstes Produkt haben wir von Greg Wilson ein Cold Case. Ja, Andi, ja, was kann man mit Cold Case machen? Cold Case, man kann, das ist krass, hatten wir jetzt so lange, glaube ich, nicht drüber geredet, man kann ein Deck gegen ein anderes switchen. What? Ja, es ist im Prinzip, es ist das Gleiche, aber doch anders. Ja, es ist das Gleiche, aber anders. Ja, genau. Es erzielt dasselbe, aber anders. Und guess what? Es gefällt mir ein bisschen besser als der Flash Deck Switch und ich werde auch in Zukunft wahrscheinlich das einsetzen, sobald ich es ausgeworkt habe, weil es ist robuster. Kann man sagen, aus welchem Material es besteht? Oder? Nee, es ist auf jeden Fall robuster. Es ist robuster und es ist, gut, da kommt jetzt wieder, Achtung, Fanboy-Alarm, Greg Wilson und es ist ein bisschen DVD-Material oder halt Download. 3 Stunden. 3 Stunden. Ja, es geht. 3 Stunden 40. Ja. Länger als der Hobbit, glaube ich. Ja, logisch. Das ist der nächste so lange Film. Na egal. Ihr bekommt dann eben eine kurze Geschichte dazu, die anderen Deck-Switches, was das alles waren und dann halt eben die kurzen Handlings und dann geht es dann in die Routinen. Massig Routinen. Ja. Deck Vanishes, Deck Switches, Omni-Deck, Phantom Deck, Switches und so, alles mögliche mit dabei. Ich finde auch das Handling hier sehr cool. Also wenn man Greg Wilson, schaut euch den Trailer an, das switchte das Deck vor der Kamera. Der ist sehr clean. Ich meine, so perfekt wie Greg Wilson werdet das vielleicht nicht alle von euch hinbekommen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber es ist auf jeden Fall lernbar, es ist gut machbar, muss ein bisschen Übung reinstecken, es ist nicht out of the box gleich einsetzbar. Jo, und es ist eine tolle Sache. Wobei, das ist vielleicht ganz interessant, da lassen wir uns da mal drüber reden. Ich finde beim Thema Deck-Switch, man muss den Prozess drüber nachzudenken richtig rum machen. Man sollte sich nicht einen Deck-Switch-Gimmick holen und überlegen, boah krass, wie mache ich jetzt meine Routine, um ein Deck zu switchen. Also ich switch gegen ein Omni-Deck oder so, weil Omni-Decks kann man auch sehr gut switchen ohne einen Deck-Switch. Dann ist es eigentlich überflüssig. Es sollte eher der Gedanke sein, ihr baut eine Routine, die jetzt nichts mit dem Produkt zu tun hat und denkt, boah, jetzt wäre es geil, das Deck zu switchen. Bestes Beispiel, ein gemischtes Deck, was er die ganze Zeit benutzt hat, gegen ein Storytelling-Deck. Bestes Beispiel. Finde ich, muss ich jetzt sagen. Das ist das, wo ich damals ein Deck-Switch als... Ja, dafür wolltest du das haben. Ne? Genau. Hat sich aber jetzt nicht ergeben. Dazu. Ihr kriegt es auch in Rot. Der Umbau ist hier deutlich einfacher als beim Flash Deck Switch, weil ihr nur etwas austauschen müsst. Das dürfte relativ fix gehen. Ich muss auch sagen, er hat Ähnlichkeiten zum Flash Deck Switch, in dem ist keine ganze Box. Das denke ich, kann man auch sagen. Aber das Handling vom Switch her ist anders. Ich finde schöner. Ja, wie gesagt, es ist auch simpler, würde ich sagen. Ist es was für mich? Leider auch nicht. Ich weiß leider nicht. Da bin ich in dem Moment, glaube ich, okay, jetzt hoffentlich kriege ich nicht zu viel Frau. Ich weiß einfach nicht, was ich beim Deck-Switch will. Ich kann es mir leider nicht sagen. Aber ich glaube, wenn ich den richtigen Deck-Switch sehe und ich glaube, er ist da draußen, glaube ich, dann erkenne ich ihn auch. Aber das ist leider auch, ja, so blöd wie es, das klingt komisch, aber ich glaube, es ist so. Ja. Ihr kriegt auf jeden Fall mehr Material als beim anderen, wie wir schon erwähnt haben, massiv Routinen. Ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht in einer Sitzung durchsuchten, wahrscheinlich Notizen machen, wäre sinnvoll. Ich glaube, willst du noch was dazu sagen oder kann man das so bewerten? Ich wollte dazu sagen, wem möchte ich es empfehlen? Ich möchte es eben empfehlen, die eine Routine arbeiten, ich will unbedingt einen Deck-Switch machen. Dann ist es, ich finde es besser als das andere, das ist persönliches Ding, finde ich den besseren. Auch ein Punkt im Table-Hopping für mich einsetzbar. Das würde ich tatsächlich im Table-Hopping, würde ich auf den Tisch legen im Vergleich zum ersten Produkt jetzt, würde ich mich trauen, im
Table-Hopping einzusetzen, aber sehe ich trotzdem vorwiegend. Ja, aber er hat ähnliche Probleme. Ihr müsst es dort liegen lassen, der Zuschauer darf es nicht anfassen, er kann dagegen stoßen, aber... Es hat ein Augenmerk, wo ich es ein bisschen praktischer finde, ehrlich gesagt. Und es ist auch, also ich weiß auch nicht, das kann auch sowas Persönliches sein. Dann ist es vielleicht eine Lösung für die, ich weiß, viele arbeiten gern mit vielen Trickdecks. Und wenn man sagt, ich will am Schluss noch mal ein Trickdeck einsetzen, und das macht Greg Wilson auch, dass er sagt, pass auf, ihr packt die Karten weg, komm, einen zeige ich euch noch. Diesen Moment könnt ihr perfekt für den Switch hernehmen, um zu einem Trickdeck zu gehen und dann noch so einen krassen, nehmen wir mal ein Out of Sight oder das, was wir ja letztens hatten, das Chaos oder anyway. Wobei ich muss dann ganz ehrlich sagen, wenn es dann um sowas geht, wäre ich tatsächlich so dreist, und ich glaube für den Zuschauer ist es nett, wenn ihr sagt, okay, ich bin fertig, pack das Deck ein. Oh, wobei, weißt du, eins zeige ich euch noch. Okay, ist ein Punkt, ja. Also, das ist halt eben, ich weiß nicht, ob wenn das wenn ihr das auch schon macht, dann ist es vielleicht, also wenn ihr 2 Deck-Switches braucht, ihr macht den einmal und ihr braucht dann noch einen. Vielleicht dann. Ja gut, dann bin ich fertig. Oh, weil einen habe ich noch, dann ist aber Schluss. kannst du auch der wieder Joe Deck-Switch. Ja. Der Joe Deck-Switch. Also dafür kostet ein Like hier. Auch machbar. Und ansonsten, und wer sich mit der Thematik Deck-Switch generell beschäftigen möchte, weil viele Ideen, viele Anstöße drauf sind. So, jetzt habe ich genug zum Thematik Deck-Switch gesagt. Ich gebe ihm 7 Punkte. Ich finde die Idee gut und auch interessant. Wie gesagt, Deck-Switch-Systematik. Ich finde ihn ein bisschen besser als den Shin-Lim Deck-Switch, also den Flash-Deck-Switch. Aber für mich nicht machbar, weil es ist einfach nicht der Deck-Switch, den ich möchte. Da ich mir auf jeden Fall noch umbauen werde und auch einsetzen will, aber es noch nicht tue, 8,5 Punkte, zwischen 8 und 9, das passt die perfekte Mitte. Genau, ich finde es gut und ich werde es einsetzen, und wenn sich noch was ergibt, schreibe ich einen schönen ausführlichen Kommentar. Ich denke mal, für wen das einsetzbar ist, haben wir jetzt lange genug gehört. Für Anfänger eher weniger, auch mit dem Material, was ihr kriegt. Für Anfänger macht den Joe Deck Switch. Ja, erstmal. Genau. Und dann für den... Hey! Moment! Was? Wir beenden das jetzt und dann die Diskussion geht hier weiter. Das war's mit Cold Case. Was soll das noch? Ja, mach Outro! Das war's dann wieder mit Enjoy Magic Review für diese Woche. Wir haben das alles geklärt. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen Einblick in die Deck-Switch. Da fällt mir ein, sind jetzt nicht drauf eingegangen, weil wir nicht viel zu wissen. Den Cooler könnt ihr euch auch noch anschauen, wenn es den noch irgendwo zu gibt. Das ist noch ein klassischer Deck-Switch, und damit haben wir, glaube ich, sogar fast alle Produkte zum Thema Deck-Switch. Zumindest was es so gibt. Bla 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 bla. Und in diesem Sinne, bleibt magisch.